Der Satz, ein Krieg bricht aus, ist falsch. Das stimmt überhaupt nicht. Kriege brechen nicht aus, Gewitter brechen aus. Kriege werden gemacht, und zwar von Menschen. Aus der Bildung ergibt sich eine Wachsamkeit. Wachsamkeit für die Indizien in einer Gesellschaft, wo man sagen muss, Achtung, hier kann etwas schieflaufen. Guten Tag, liebe Strategen. Heute dürfen wir Herrn General außer Dienst Wolfgang Schneiderhan in der letzten aktiven Verwendung, wie der Dienstgrad dem Kundigen verrät, Generalinspekteur der Bundeswehr von 2002 bis 2009 und mittlerweile unter anderem Präsident des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. bei uns begrüßen. Guten Tag, Herr General. Erneut herzlichen Dank für Ihre Bereitschaft und Zeit. Und das geschieht gerne. Sehr gerne erneut, falls es sich einmal einrichten lassen sollte. Würden Sie dem geneigten Zuschauer bitte kurz Ihre militärische Karriere und vielleicht auch Ihres Erachtens nach größten Herausforderungen in Ihrer letzten aktiven Verwendung umreißen? Ja, die militärische Karriere das mache ich gerne, aber sehr kurz. Ich bin 66 Soldat geworden, Panzersoldat in Dornstadt bei Ulm. Habe die normale Laufbahn gemacht, zunächst mal Reserveoffizier. Bin dann länger geblieben, wurde Kompaniechef. Zuvor war ich noch Jugendoffizier bei der damaligen 10. Panzerdivision in Sigmaringen. Dann Kompaniechef in Stetten am Kalten Markt, dann Generalstabsausbildung in Hamburg. Und dann ging es die normalen Verwendungen durch, Ministerium, Truppe, G3 einer Brigade. Dann war ich in Brunssum, im Hauptquartier Europa Mitte. Dann wurde ich Bataillonskommandeur wieder in Stetten am Kalten Markt. Danach wurde ich Chef des Stabes bei der 4. Panzergrenadierdivision in Regensburg. Dann kam das Ministerium. Dazwischen war ich noch ganz kurz in Brüssel und ich war auch noch mal Fachbereichsleiter an der Führungsakademie in Hamburg. Ministerium, Abteilungsleiter Planung, Abteilungsleiter Militärpolitik, Leiter Planungsstab, Generalinspekteur. Also insgesamt 12 Jahre Ministerium. Noch in Bonn begonnen und dann mit dem Regierungswechsel nach Berlin gegangen. Die größten Erlebnisse waren sicherlich die Zeit als Brigadekommandeur in Erfurt. Ich war nicht der Erste nach der Wende, aber der Zweite. Und das war hochspannend, weil das für mich eine neue Welt war. 3 Jahre Brigadekommandeur in einer neuen Brigade im Osten unseres Landes, also in Thüringen. Danach kam das Ministerium und das war dann gleich spannend, weil dann auch die Balkankriege uns beschäftigt haben. Da war ich Leiter Militärpolitik lange Zeit und dann kam natürlich der ganz große Einschnitt mit der Entscheidung, dass die Bundeswehr mit in den Einsatz gegen den internationalen Terrorismus gehen muss. Und das war nach dem 11. September unter Bundeskanzler Schröder, Minister Scharping, Außenminister war Herr Fischer, Generalinspekteur war der Herr Kujat zunächst und dann ich. Und das hat mich dann komplette 7,5 Jahre schwerpunktmäßig beschäftigt. Die Verantwortung für Planung, Führung und Durchführung des Einsatzes in Afghanistan, ohne dabei truppendienstlicher Vorgesetzter gewesen zu sein. Eben nur Generalinspekteur. Ja, soweit in aller Kürze. Recht herzlichen Dank, Herr General. Nun sind Sie inzwischen auch Vorsitzender der Stauffenberg-Gesellschaft Baden-Württemberg, wo sich eine schöne Brücke von unserem letzten Interview mit Dr. Hoffmeister, Direktor für maschinelles Lernen, zuletzt bei Amazon schlagen lässt, da wir hier speziell die ethischen Fragezeichen dieser Thematik und Ausblicke besprachen, worauf wir in einem Folgeinterview zurückkommen werden. Fürst Klaus Schenk, Graf von Stauffenberg, liebe Zuschauer, Zitat Landeszentrale für politische Bildung, war die treibende Kraft für die versuchte Tötung Adolf Hitlers. Am 1. Juli 1944 wurde er Chef des Stabes beim Befehlshaber des Ersatzheeres. Damit hatte er alle Möglichkeiten, die für den Fall innerer Unruhen vorbereitete Aktion Walküre auszulösen. Dieser Plan sah vor, dass im Fall eines Zusammenbrechens der bisherigen Ordnung in Deutschland stehende Wehrmachtsverbände innerhalb von 1,5 Tagen die Staatsgewalt übernehmen. Herr General, würden Sie unseren Zuschauern bitte den Begriff der inneren Führung erläutern und wo Sie dieses Andenken, welches Sie selbst mithelfen zu bewahren, dort und in so vielen anderen Aspekten der Bundeswehr vielleicht widerhallen sehen? Ja, wenn man jetzt mal den Gedanken der inneren Führung aufnimmt, so wie Sie es geschildert haben, ist das natürlich eine der ganz wesentlichen Veränderungen im inneren Gefüge einer deutschen Armee.
Das heißt, der Soldat bleibt Staatsbürger, er wird Staatsbürger in Uniform. Er ist mit den Grundrechten ausgestattet, bis auf ganz wenige Ausnahmen, die den Soldatenberuf kennzeichnen. Also freie Wahl des Arbeitsplatzes hat der Soldat nicht. Er hat auch nicht die freie Wahl seiner medizinischen Versorgung und er hat gewisse Grenzen in der Meinungsfreiheit, um nur 2, 3 Punkte zu nennen, die eingeschränkt sind. Aber sonst steht ihm die ganze Palette zur Verfügung. Und das Entscheidende aber in diesem Bild der inneren Führung oder des Staatsbürgers in Uniform ist, dass jeder Soldat die Verantwortung für sein soldatisches, berufliches Handeln persönlich trägt. Das heißt, ein Fluchtweg in den sogenannten Befehlsnotstand, wie er ja häufig auch nach dem Zweiten Weltkrieg in Anspruch genommen wurde. Ich konnte nicht anders, ich war ja unter Befehl. Dieser Fluchtweg besteht für uns nicht mehr in der Bundeswehr. Das heißt, wir tragen die Verantwortung für das, was wir als Soldat tun. Und wir wissen nach dem Soldatengesetz, dass wir, wenn wir einen Befehl ausführen, der ein Verbrechen oder Vergehen beinhaltet, dafür selbst die Verantwortung tragen und nicht sagen können, der und der hat das befohlen. Das ist für mich der ganz entscheidende Punkt. Und damit ist der Soldat auch von der gesetzlichen Lage her eben tief integriert in eine demokratische Gesellschaft. Der Begriff, den man manchmal hört, demokratische Armee, der geht fehl, weil das geht nicht. Eine Armee muss schon hierarchisch gegliedert werden, sonst funktioniert das nicht so richtig. Ja. Der entscheidende Punkt ist die Integration in die Demokratie und die spiegelt sich auch darin, anders als früher, dass der Soldat das aktive und das passive Wahlrecht hat. Er kann also gewählt werden und er darf wählen. Das sind so ein paar wesentliche Elemente, wie ich sie erkennen kann, als Folge oder als Lehre aus dem Thema Zweiter Weltkrieg, Wehrmacht und den Mut, den die Leute brauchten, um Widerstand gegen das Unrechtssystem der Nationalsozialisten zu leisten. Und dabei muss man vielleicht, wenn ich das noch einfügen darf, auch sehen, das Ziel war ja nicht ein Militärputsch. Das Ziel war die Überwindung der Unrechtsherrschaft in diesem Land durch die Nationalsozialisten und die Wiederherstellung der Ehre des Rechts. Das war das Ziel des Unternehmens, also nicht der Widerstand selbst in sich, also das Attentat an sich selbst war nicht das Ziel, sondern es war dann der Weg zur Überwindung des Unrechtsregimes. Wie man ja auch an der Planung von Zivilregierungen entsprechend erkennen kann. Ja, entsprechend Zivilregierung, natürlich gibt es da viele Themen, über die man streiten kann, ob die dann alle, das hört man ja öfters, die wollten gar keine Republik im Muster der Bundesrepublik Deutschland. Das konnte man von den Menschen damals ja auch gar nicht verlangen, weil sie unser Muster gar nicht kennen konnten. Korrekt. Also die haben das aus ihrer Zeit heraus reflektiert und eben versucht, das zu überwinden, was in diese Katastrophe, das war ja nicht nur eine militärische Katastrophe, das war eine politische, eine gesellschaftliche, eine ethische, eine menschliche Katastrophe, mit der man in dieser Zeit des sogenannten Dritten Reiches mit dem so zu nennenden Führer zu bewältigen hatte. Am Ende die Dimensionen sind ja außerordentlich vielschichtig. Jawohl. Nun gibt es im Gedenken an diesen Umstand in unmittelbarer Konsequenz, könnte man sagen, im modernen deutschen Befehlsrecht etwas, das weltweit einzigartig ist, nämlich, dass es neben dem Umstand, dass rechtswidrige Befehle und beispielsweise solcher privater Natur vorrangig nicht ausgeführt werden müssen oder dürfen. Wollen Sie mir einen Gefallen tun? Jawohl, Herr Hauptwachmeister. Sie brauchen nicht, wenn Sie nicht wollen. Ich kann das nicht befehlen. Wenn Sie keine Lust haben, so sagen Sie es ruhig. Dann gehen Sie eben Latrinen reinigen. Wollen Sie? Jawohl, Herr Hauptwachmeister. Was? Latrinen reinigen? Was, Herr Hauptwachmeister, befehlen? Na, schön. Ich habe mir es auch nicht anders erwartet. Los, melden Sie sich bei meiner Frau zum Teppichklopfen. Es noch den Sonderfall des im Lanzermund Gewissensparagraphen gibt, welcher besagt, dass Soldaten der Bundeswehr berechtigt sind, Befehle unter Berufung auf ihr Gewissen zu verweigern. Herr General, könnten Sie uns kurz die Feinheiten des Befehlsrechts in dieser weltweit meines Wissens einzigartigen Errungenschaft und womöglich Ihre Meinung zur Bedeutung dieses Umstands vermitteln?
Weil der Umstand ist zentral, wobei ich Sie nicht korrigiere, wenn ich Ihnen sage, es geht nicht um Befehlsverweigerung, es geht um Gehorsamsverweigerung. Jawohl. Das wird, nein, bitte das mir nachzusehen, aber es wird ja oft so gesagt, dass es eine Befehlsverweigerung ist, das ist Gehorsamsverweigerung. Die sind an bestimmte Kriterien gebunden. Ich meine, das beginnt ja schon ganz weit vorne. Wenn man ins Grundgesetz guckt, ist es das Verbot des Angriffskrieges, es ist aber auch das Recht, den Wehrdienst mit der Waffe, den Kriegsdienst, so heißt es im Gesetz, mit der Waffe zu verweigern. Ne? Jawohl. Das ist ja auch ein Element, wo man sieht, dass man da der Freiheit des Einzelnen einen größtmöglichen Raum zubilligt, gleichwohl eben eingehegt in das, was wir heute als wehrhafte Demokratie bezeichnen. Das ist ein besonderer Fall, mit dem wir anders umgehen als viele Nationen. Ich nenne die Institution des Wehrbeauftragten, ich nenne die Institution des Petitionsausschusses, wo sich der Soldat hinwenden kann, das normale Beschwerderecht, das der Soldat der Bundeswehr zur Verfügung hat, ohne dass er dadurch Nachteile erleiden darf, wenn er sich ungerecht behandelt fühlt und das sozusagen dann anzeigt, dienstlich, dass er sich ungerecht behandelt fühlt. Und es endet bei dem kleinen Beispiel des Erlasses erzieherische Maßnahmen, wo geregelt ist, wie ein Vorgesetzter mit seinen Untergebenen umgehen muss und wie er nicht umgehen darf. All das sind Beispiele, dass da mit viel Reflexion überlegt wurde, wie man auch unter der Besonderheit des gefahrenbewehrten Berufes Soldat möglichst große persönliche Rechte und Schutzfunktionen einziehen kann, damit eben nicht wieder Willkür über Unterdrückung mit dem Anspruch auf Gehorsam möglich ist. Oder, lassen Sie mich es einfach sagen, der Soldat nicht mehr missbraucht werden kann. Da höre ich immer noch in meinen Ohren den Helmut Schmidt bei einer Gelöbnisrede, da war er schon im Ruhestand, glaube ich, vor dem Reichstag. Im Zusammenhang mit dem 20. Juli war da das Gelöbnis in Berlin, das große, also draußen, nicht in der Kaserne. Und da hat der Helmut Schmidt den Satz gesagt, den ich jetzt sinngemäß zitiere: Sie können sicher sein, dass dieses Land Sie nicht missbrauchen wird. Ich glaube, das ist der zentrale Satz, der hinter dem ganzen Konzept steht. Sicher sein können, dass das Land einen nicht missbrauchen kann. Sehr schön gesagt. Herr General, aus diesen Lehren der letztendlichen Verpflichtung gegenüber dem eigenen Gewissen und des mit sich selbst ausmachen müssens, was man toleriert und wo man für sich selbst die Grenze auch wieder eigener eventueller Aufgaben und Eide zieht, welche Ratschläge oder Mahnungen würden Sie in dieser hochkomplexen Welt mit zu multipolar driftender Weltordnung und zivilisationszyklisch vermutlich auch wieder aufkommenden Autoritarismus, beispielsweise jungen Offizieren, Wärtern oder speziell bald wieder wehrpflichtigen Zuschauern und künftig womöglich Beorderten und an der Front Stehenden noch mitgeben, wenn Sie gerade abschließend zu einem Fachvortrag oder Lehrgangsabschlussrede die Truppe adressieren würden? Ich glaube, das erste ist der Aspekt der politischen Bildung. Nein, der Bildung. Jawohl. Scharnhorst gehört ja in die Traditionslinien der Bundeswehr, genauso wie die anderen preußischen Heeresreformen, neben dem Widerstand und der eigenen Geschichte der Bundeswehr. Das ist ganz wichtig. Und bei Scharnhorst finden wir das Bild des gebildeten Offiziers. Und aus dieser Bildung leitet sich die Ausbildung ab. Also nicht die Ausbildung gibt die Richtung, sondern die Bildung gibt der Ausbildung die Richtung. Das ist für mich ein ganz wichtiges Paar, Bildung und Ausbildung und der innere Zusammenhang von beiden. Bildung ist mehr als Ausbildung. Das war jetzt eine Plattitüde, aber manchmal muss man das dann sagen. Das ist der erste Punkt. Aus der Bildung ergibt sich eine Wachsamkeit. Wachsamkeit für die Indizien in einer Gesellschaft, wo man sagen muss, Achtung, hier kann etwas schieflaufen. Hier sind Kräfte am Werk, die mehr wollen, als sie sagen oder anderes wollen, als sie sagen. Und da würde ich den jungen Soldaten, nicht nur Offizieren, auch Soldaten sagen, einen Satz, den ich gerne verwende, jetzt zitiere ich mich selbst, was ein bisschen eitel sein mag:
Der Satz, ein Krieg bricht aus, ist falsch. Das stimmt überhaupt nicht. Kriege brechen nicht aus, Gewitter brechen aus. Kriege werden gemacht, und zwar von Menschen. Sie werden vorbereitet von Menschen. Man kann einen Krieg nicht von heute auf morgen anfangen. Man muss dazu ganz viel in Bewegung setzen. Man muss vor allem die Gesellschaft dazu bringen, dass sie die Feindbilder, die man produziert, auch übernimmt, dass man also sich höher fühlt als andere. Das muss ich jetzt wahrscheinlich gar nicht ausführen, aber ein Feindbild zu projizieren, die Gesellschaft darauf einzustimmen, dass sie ihre Höherwertigkeit auch durchsetzt und die anderen eben ausschaltet in irgendeiner Form. Da muss die Gesellschaft vorbereitet werden, da muss die Wirtschaft vorbereitet werden, da müssen die Schlüsselstellungen im Staat besetzt werden, um das propagandistisch durchzusetzen. Das ist heute viel komplizierter als damals. Beim Ende der Weimarer Republik oder bei der sogenannten Machtübernahme des Nationalsozialismus hat es im Grunde gereicht, wenn man die Staatskanzlei, den Rundfunk und das Innenministerium besetzt hatte. Wir haben heute 16 Innenministerien. Man muss wesentlich mehr in Anspruch nehmen, wenn man sich durchsetzen will. Aber zurück zum Punkt, aufmerksam zu machen, wo die Kriterien sind, wo man sagt, da müssen wir aufpassen. Da sind wir jetzt gefragt, da müssen wir uns engagieren. Da wollen wir Demokratie nicht einfach hinnehmen, sozusagen, weil es ganz nett ist in der Demokratie, sondern Achtung, jetzt sind wir gefragt, gegen die aufzustehen und zu sagen, nein, das wollen wir nicht haben. Und dazu haben wir jede Menge demokratischer Mittel zur Verfügung über unser Grundgesetz. Und an die darf man dann auch in dem Zusammenhang wohl erinnern. Man hat im Soldatischen, früher als ich noch junger Soldat war, gab es den Spruch, Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Der ist, glaube ich, hochaktuell, nach außen und nach innen. Manchmal sind solche alten Weisheiten doch auch von einer Aktualität geprägt, über die man nur staunen kann. Wachsamkeit ist der Preis der Freiheit. Damals haben wir das vor allem nach außen gemeint, also Abschreckung und Verteidigungsfähigkeit gilt wieder. Heute würde ich es auch nach innen übertragen. Zeitlos. Da ist es an der Stelle wohl durchaus passend zu erwähnen, dass wir bereits einen ersten Teil unserer Serie über alle Propagandatechniken veröffentlicht haben, wo auch entsprechend die Dämonisierung des Feindes auch bereits mit vorkommt. Ja. Man sieht es ja, man muss da in die jüngere Geschichte gehen, da kann man sagen, naja, das klingt jetzt auch wieder so altklug, aber Mein Kampf lesen, hätte man gewusst, was da in Wirklichkeit geplant ist. Und leider erleben wir die ähnlichen Mechanismen im Augenblick auch in einem Land, von dem wir geglaubt haben, dass er das hinter sich gelassen hat. In der Abwesenheit von Religion, vielen anderen gesellschaftlichen Werten entstehen Vakuum und das will gefüllt werden und dementsprechend können Ideologien fischen. Genau. Ist heilig und eingeschränkt. Sehr geehrter Herr General, ich bedanke mich für Ihre Ausführungen und Zeit. Bleiben Sie gesund und allzeit Glück ab. Danke Ihnen auch alles Gute. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, mich war sehr interessant, mit Ihnen zu reden und ich hoffe, dass Sie einen großen Zuhörerkreis finden, auch wenn der das Recht hat, anderer Meinung zu sein und sich mit Ihnen darüber auseinandersetzen wird. Alles Gute für Sie. Alles Gute für Sie. Wir haben vielleicht noch zum Schluss, wir haben morgen eine Veranstaltung in Ulm im Bereich des Internationalen Kommandos in der Wilhelmsburg-Kaserne, eine Gedenkveranstaltung zum 20. Juli. Das macht der Kommandeur vor Ort mit Gästen aus der zivilen und militärischen Welt, vor allem aus der zivilen Welt. Das ist jetzt in Ulm, was früher in Sigmaringen war, als es die Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen noch gab. Das ist dankenswerterweise in Ulm gelandet, da darf ich auch dabei sein. Da wird auch ein Kranz des Volksbundes durch mich niedergelegt werden. Und abends begegnen wir uns im Haus der Geschichte in Baden-Württemberg. Zunächst mit einem Vortrag von Ministerpräsident Wilfried Kretschmann. Und anschließend wird es eine Podiumsdiskussion zu dem Thema geben, Widerstand in der Demokratie und Widerstand in der Diktatur. Was sind die zentralen Unterschiede? Sie sehen, wir arbeiten da auch als Stauffenberg-Gesellschaft aktuell weiter. Und das ist der Grund, weshalb ich gebeten habe, dass wir dieses Gespräch heute führen.
Hochinteressant, wenn ich da entsprechend nochmal auf Sie zukommen darf, was dann aus diesen Gesprächen herauskam eines Tages. Da können wir uns gerne wieder unterhalten. Ich erzähle Ihnen gerne weiter. Ich hoffe auch, dass die Zeitungen ein bisschen berichten. Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall sehr. Und Volkstrauertag ist grundsätzlich Ehrentag. Selbstverständlich. Dankeschön. Alles Gute. Zum Abschluss möchten wir dem geneigten Zuschauer noch beispielsweise die Dokumentation oder das Buch Ordinary Men, ganz normale Männer, die wahre Geschichte des Polizeireservebataillons 101 und der vergessene Holocaust ans Herz legen, welche das erschreckende Geschehen dokumentieren, wie durchschnittliche Bürger mittels Sozialisierung und Gruppendynamik binnen kurzer Zeit zum Extremsten gebracht werden können, was auf ewig vor blindem Gehorsam und dafür Gruppenzwang nachzugeben mahnen sollte, und wehe dem, der sich seines eigenen Schattens nicht bewusst ist und leichtfertig denkt, er sei hiervor gefeit. In der Realität, werter Zuschauer, braucht es keine tatsächliche Programmierung von Geburt an oder sicherstellende Biomechanik. Psychologische Erosion, Verrohung und beispielsweise Berufungen auf Zusammenhalt und wiederholte Entmenschlichung der letztendlichen Opfer reichen völlig aus. Die Feinheiten des militärischen Entscheidungsfindungsprozesses haben wir beispielsweise schon in einer zuvor veröffentlichten Zweiteiler-Serie behandelt, und wie eingangs erwähnt, planen wir uns diesem Thema gepaart mit künstlicher Intelligenz und Ethik noch vertieft zu widmen, wie wir es teils in der Serie Bis der Absichten, unvorhergesehene Konsequenzen oder zu den Grundlagen der Ökonomie selbiger bereits getan haben. Des Weiteren möchten wir dir abschließend noch einmal unsere erste Episode zur Abhandlung aller Propagandatechniken ans Herz legen, sowie unsere kommenden Beiträge zur Maskerowka und 5. Generation der Kriegsführung wärmstens empfehlen. Abonniere den Kanal, um dies und viele andere Themen nicht zu verpassen. Wir bedanken uns für deine Aufmerksamkeit. Dies beendet meine Ausführungen. Können Sie nicht draußen warten? Bitte, Herrn Hauptmann, melden Sie dürfen, dass es draußen kalt ist. Ich habe gesagt, draußen warten! Merken Sie ein für alle Mal, bei mir wird jeder Befehl bedingungslos ausgeführt. Jawohl, Herr Hauptmann. Na endlich. Wo wollen wir mal sehen? Mensch, das ist ja Platz! Da kann man ja ein Schloss mit 100 Zimmer hinbauen! Los, fangt an! Jawohl, Herr Hauptmann! Mann, sind Sie verrückt geworden? Der Schnee hat nämlich heute das große Loch da verdeckt. Was, Sie kannten das Loch? Aber ihr wisst doch, ich kenne alle Löcher in der Umgebung, nur der neue noch nicht. Da fahren Sie einfach rein? Sie Idiot! Jawohl, Herr Hauptmann, da kenne ich nichts. Bei mir wird nämlich jeder Befehl bedingungslos ausgeführt.